Hallo und herzlich willkommen bei Engel & Völkers Channel 24. Der Immobilienboom auf Mallorca nimmt kein Ende. Das zeigt sich auch an dem für Engel & Völkers erneut erfolgreichen Geschäftsjahr 2015. Die 16 Wohnimmobilien-Shops auf der Baleareninsel verzeichneten ein deutliches Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr. Über die aktuelle Entwicklung des mallorquinischen Immobilienmarktes sprechen wir heute mit Philipp Niemann, Direktor EMEA bei Engel & Völkers. Herzlich willkommen, Herr Niemann. Was sind die Gründe für den anhaltenden Immobilienboom auf Mallorca? Der Aufschwung auf der Insel wird hauptsächlich getragen von finanzstarken internationalen Kunden, die ohne Fremdfinanzierung die Immobilien kaufen. Weiterhin trägt die internationale Finanzkrise dazu bei, dass der Immobilienboom auf der Insel anhält. Und Mallorca im Mittelmeer mit seinem attraktiven Klima trägt weiterhin zum Aufschwung der Insel bei. Aus welchen Ländern kommen denn diese zahlungskräftigen internationalen Käufer meistens auf Mallorca? Zu den Hauptkäufergruppen gehören zum einen die Deutschen, die Franzosen, die Briten und die Skandinavier. Während die Deutschen den gesamten mallorquinischen Markt dominieren, finden wir im Norden und Osten der Insel vor allem die britischen Käufer. Es ist und bleibt halt die Lieblingsinsel der Deutschen. Wo werden denn die höchsten Immobilienpreise auf der Insel erzielt? Der attraktivste und höchstpreisigste Markt von Mallorca, den finden wir im Südwesten, wo wir alleine im Jahr 2015 5 Immobilien im Wert zwischen 8 und 10 Millionen Euro verkauft haben. Weiterhin finden wir in Standorten wie Son Vida, einer exklusiven Wohnlage in der Nähe von Palma, Preise bis zu 10,5 Millionen. Eine der höchsten Quadratmeterpreise, die wir erzielt haben im vergangenen Jahr, waren knapp 17.000 Euro im Westen der Insel. Welche Kaufkriterien sind denn dabei entscheidend? Gefragt sind auf der Insel vor allem Immobilien in Toplagen mit einem ganz besonderen Ausblick. In Palma beispielsweise sind das Apartments mit Blick auf den Yachthafen oder die Altstadt. In der Mitte des Landes sind es luxuriöse Anwesen mit einem großen Grundstück und einem Panoramaausblick. Im Nordosten beispielsweise sprechen wir über moderne Villen in der Meeresnähe mit Meeresblick oder beispielsweise im Landesinneren die klassischen Fincas im ländlichen Stil. Und welche neuen Trends stellen Sie aktuell auf Mallorca fest? Einen interessanten Trend, den wir auf der Insel feststellen, ist, dass zahlungskräftige Familien auf die Insel kommen und dort ihren Erstwohnsitz wählen und zu ihrer Arbeit pendeln in dann ihren Heimatmarkt. Diese sind vor allem interessiert am Südwesten. Das hat damit zu tun, dass der Südwesten nahegelegen ist an Palma zum einen, zum anderen an den Flughafen, internationale Schulen bietet, aber auch andere Dinge, die sie aus ihrem Heimatmarkt gewohnt sind. Wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, wie schätzen Sie denn die Entwicklung in den kommenden Monaten ein? Aus unserer Perspektive wird es in den kommenden Monaten, wie vorhin beschrieben, weitergehen. Das heißt, der Nachfragedruck ist enorm hoch, das Angebot ist niedrig. Wir sehen vereinzelte Projektentwicklungen auf der Insel, die aber aufgrund der strengen Bauvorschriften auf der Insel begrenzt sind. Ein schönes Beispiel ist im Osten der Insel, wo das Park Hyatt Hotel Villen entwickelt, die dort zum Kauf angeboten werden. Aber grundsätzlich sehen wir sehr starke Nachfrage, aber ein sehr geringes Angebot aktuell. Wenn Sie sagen, die Lagen werden knapp, was sind denn die Regionen und Lagen, die dadurch jetzt mehr und mehr im Kommen sind? Das sind eher Randlagen, also nicht mehr die Hotspots, weil, wie ich dort gerade beschrieben habe, ist dort das Angebot besonders gering, sondern es sind Randlagen dieser Hotspots. Das heißt, es wird sich mehr und mehr auf der Insel verteilen. Das heißt, der Kauf einer Immobilie auf Mallorca bleibt auch in Zukunft eine wertstabile Investition? Ganz genau. Vielen Dank für diesen aufschlussreichen Überblick, Herr Niemann. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch beim nächsten Mal bei Engel & Völkers Channel 24 begrüßen darf.